Liebe Zuschauer, Freunde der Philippinen, Filipinos in Deutschland, liebe Freunde Dr. Rizals. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu dieser Gedenkfeier für Dr. José Rizal hier im Rizal-Park in Wilhelmsfeld, die das Wilhelmsfeld-Heidelberg-Chapter der Knights of Rizal zusammen mit der Gemeinde Wilhelmsfeld begehen. Aufgrund der Corona-Pandemie mussten im letzten Jahr alle Gedenkfeiern hier in Wilhelmsfeld ausfallen. Auch in diesem Jahr können wir keine große Feier durchführen, wollten den Gedenktag zum 160. Geburtstag des philippinischen Nationalhelden zumindest in kleinem Rahmen begehen und Ihnen allen wenigstens als Aufzeichnung zukommen lassen. Nach den beiden Hymnen, die Sie gerade gehört haben, wird zunächst Bürgermeister Oehldorf zu Ihnen sprechen. Anschließend werde auch ich einige Gedanken zur Bedeutung Dr. José Rizals vortragen. Zum Abschluss werden die Gemeinde und die Knights dann noch ihre Kränze hier am Denkmal niederlegen. Damit endet dann die Feier. Nun darf ich das Wort weitergeben an den Bürgermeister Oehldorf. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, liebe Freunde auf den Philippinen, liebe Wilhelmsfelderinnen, liebe Wilhelmsfelder, liebe Interessierte in nah und fern. Als Bürgermeister begeht man gerne den heutigen Tag, das Gedenken an den 160. Tag von Dr. José Rizal. In den letzten Tagen wurde ich mehrfach gefragt, welche Bedeutung José Rizal und der heutige Geburtstag denn aktuell für die Gemeinde Wilhelmsfeld hat. Auf den ersten Blick ist das gar nicht so einfach, da es doch schon ein paar Jahre her ist, seit Dr. José Rizal in Wilhelmsfeld gewirkt hat und seine berühmten Werke geschrieben bzw. finalisiert hat. Auf den zweiten Blick jedoch ist es umso aktueller. Immer findet man irgendetwas, was José Rizal beeinflusst hat. So haben wir zurzeit in der Corona-Pandemie immer wieder die Frage, ob wir in einer Diktatur oder einer Demokratie leben. Diejenigen, die sich diese Frage stellen, denen muss eins bewusst sein. In der heutigen Zeit dürfen wir wählen, wir dürfen unsere Meinung äußern, wir dürfen für unsere Ansichten auf die Straßen gehen. Wir haben die Möglichkeit, gegen Unrecht zu klagen und wir haben in Deutschland eine freie Presse. All diese Umstände hätte Dr. Rizal damals als paradiesisch empfunden. Er kämpfte damals für Grundsätze der Demokratie. Gar nicht für unser heutiges System, sondern für die Wurzeln des heutigen Systems. Insofern konnte er nur von dem, was wir heute haben, träumen. Insofern wäre es für uns in manchen Punkten auch gut, sich dieser Wurzeln bewusst zu werden und an das, was Vorreiter und Helden wie Rizal für die Demokratie getan haben, diesem Andenken gewissermaßen Ehre zu erweisen und sich bewusst zu werden, was diese Menschen aufgegeben haben bzw. was sie geopfert haben. Dr. José Rizal hat wahrscheinlich unter anderem das größte Opfer, das man bringen kann, gegeben. Er wurde aufgrund seiner Ansichten und seiner geäußerten Ideen auf den Philippinen hingerichtet. Das passiert heute Gott sei Dank nicht mehr. Insofern bin ich dankbar für all diese Vorreiter, für all das, was sie für die Demokratie getan haben und bin froh, dass wir in anderen Zeiten leben und dass wir an dem Ergebnis und an den Auswirkungen der Demokratiekämpfer heute partizipieren können. Umso wichtiger ist es für uns, das Erreichte zu bewahren, zu schätzen, zu verteidigen und auch für die Zukunft, für unsere Kinder dafür zu sorgen, dass das so bleibt. Insofern haben wir großen Dank, Dr. José Rizal auszusprechen und deswegen ist es mir eine Freude und eine Ehre, am heutigen Tage wieder diesem großen Mann zu gedenken und seinen 160. Geburtstag auch in Wilhelmsfeld zu begehen. Vielen Dank. Since I know that some of our audience is more familiar with English than with German, I'm continuing with the speech in English.
I'm rather sure that all of you think about the current pandemic every day, wishing not to have to think about it anymore. There is barely any other event in our life dominating our awareness for more than 1 year. When I say our life and our awareness, I truly mean humanity, humans all over the world. We all suffer from the same virus and we feel connected because of our vulnerability. This crisis can teach us to step back from the daily hectic and have a look at the big picture. How do we humans behave? And how should we behave? I think that Dr. José Rizal can be a sample of how we should behave. This pandemic uncovers bad and good behavioral patterns. Let us start with the bad ones. Humans try the easy solutions first. They say, close the borders. Do not trust science. Me first. We force to choose between freedom and security, between individual and group. The imperial attitude still dominates the international relations. Rich countries like the EU members can afford to spend billions to protect their economy, buying medical supply and vaccine. Poor countries have to live with what is left over. But on the other hand, we see and experience positive attitudes and results. For the first time, science has provided a vaccine in less than 2 years. Scientific cooperation can be very powerful. We experience what is really important in our lives. Empathy for each other, encouragement, education and attention for the younger generation. We finally understand that humanity can overcome the virus and other worldwide problems like climate change, access to sufficient food and health care only by cooperating on a global scale. Even though Dr. Rizal's birthday is already 160 years ago, he experienced very similar problems and showed how to contribute to a good future. He experienced the hybris of Spanish colonial power and the Catholic Church in the Philippines. Therefore, he demanded to treat his countrymen respectfully and stayed respectful to people whom he got to know. He was open for new ideas, eager to learn, to revise his own judgment on church and society. And finally, he managed to make a difference in a rather short lifespan. Mutual respect is the basis for successful cooperation between humans of different origin. Following his footsteps, consequently, we can be optimistic to change ourselves and the world for the better fast. Thank you.